Jungkook ist ein Perversling und sieht Frauen nur als Sexobjekte. Er ist Alkoholiker und verleitet die Jugend dazu, schlechte Sachen zu machen, wie gegen Corona-Regeln zu verstoßen oder in der Öffentlichkeit zu rauchen. Er ist ein schlechter Mensch. So oder so ähnlich sehen Hate-Kommentare und Nachrichten mit Tausenden von Likes gegen JK aus. Aber warum kriegt JK so viel Hate? Ich meine, als berühmte Person hat man immer Hater, haters gonna hate. Aber die Vorwürfe, die ihm gemacht werden, sind teilweise so lächerlich und genau darüber sprechen wir heute. Hi MKs, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe euch auf Instagram gefragt, worüber ihr ein Video möchtet und dieses Video hatte die meisten Stimmen. Falls ihr auch mitentscheiden wollt, dann geht rüber auf Instagram und abonniert dort. Aber erst nachdem ihr dieses Video fertig geguckt habt. Da steigen wir auch schon in das heutige brisante Thema ein. Für die, die ihn nicht kennen, JK ist Teil der Gruppe BTS und ist dort Magnae, also der jüngste Member, und daneben auch Main Vocalist, Lead Dancer, Sub-Rapper und Center der Gruppe. Und er hat mit seiner neuen Single Seven alle möglichen Rekorde gebrochen, wofür er sich in seinen Livestreams auch so einiges anhören müsste. Unter anderem, dass er ein Perversling sei. Und ich sage hierbei nur Perversling, weil diese Tweets waren wirklich unter der Gürtellinie. Ich werde die auch gar nicht einblenden. Naja, warum wird ihm das vorgeworfen? Es gibt zwei Hauptgründe. Einmal die Lyrics von Seven und einmal TikTok. Wir fangen aber erstmal mit den Lyrics an. Und zwar sagt er in seinem Song folgende Sachen. Naja, wer mir auf TikTok folgt, der weiß, dass ich bei meiner Reaction auf den Song auch etwas überrascht war. Naja, jedenfalls wurde er in seinem Livestream auf diese Version des Songs angesprochen und er hat sich auch dazu geäußert. 당신을 엿먹이는 것과 당신을 사랑하는 것은 같은 것이 아닙니다. 서양 아티스트로서 더티 버전을 만든 이유는 무엇입니까? 그게 왜 더티 버전이야? 그게 왜 더티 버전인데? 이유를 설명을 해봐. 그게 왜 더티라고 생각해? 이유를 설명을 해봐. 익스플리시트 버전인데. 그냥 솔직한 거잖아. 뭐 그렇게 느껴졌다면 뭐 어쩔 수 없지만. 그리고 나도 이제 어떻게 보면 나이가 몇이냐 내가 데뷔를 몇 년 전에 했냐. 나도 이제 내년이면 28이다. 어? Zusammengefasst meinte er einfach, dass an der expliziten Version nichts schlimm ist und nichts dreckig ist und er außerdem auch alt genug sei, sowas zu veröffentlichen. Und der zweite Grund war TikTok. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, JK hat seinen eigenen TikTok-Account, wo er ab und zu Tanzvideos hochlädt, die er auch selber bearbeitet. Ich finde die cool, aber man kann auch eben sehen, wem er so folgt. Und unter anderem ist er einem Mädchen gefolgt, die sexy Tanzvideos postet, wenn man das so sagen kann. Und einige Armies sind halt voll ausgerastet und meinten, er hätte sich verändert, bla bla bla. Aber guys, sorry to burst your bubble. Er ist auch nur ein Mann. Promis und Idols sind auch nur Menschen. Und ich finde da jetzt nichts schlimm dran, aber naja. Der arme Mann soll halt auch folgen, wem er will. Machen wir weiter mit dem nächsten Vorwurf. Er ist Alkoholiker und beeinflusst dadurch die Jugend. Es stimmt, dass er dieses Jahr in sehr vielen Livestreams getrunken hat. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass Alkohol schon schlecht für unseren Körper ist, aber letztendlich ist es seine Entscheidung, wenn er trinken möchte. Und er hat sich tatsächlich auch zu diesem Vorwurf geäußert. Ich blende euch das mal ein. 또 막 뭐 이 라이브 보면서 막 뭐 전국 뭐 또 술 먹고 머시기 저시기 또 말 나올 수도 있겠지. 우쭈라고. 우쭈라고. 니들은 술 안 마시니? 어? 술 마시고 뭐 이런저런 얘기 안 하니? 마음껏 뜨더라. Und ich kann da auch nicht viel hinzufügen. So what? Den Corona-Regelverstoß werde ich an dieser Stelle gar nicht erst erwähnen, weil das auch schon 2-3 Jahre her ist. Wir reden jetzt mal nur über die aktuellen Sachen und aktuell ist auf jeden Fall, dass Fotos von ihm aufgetaucht sind, wo er am Rauchen ist. Und zwar wurde er in Amerika vor einem berühmten Restaurant von Paparazzis fotografiert und auf diesen Fotos sieht man, wie er raucht. Und somit ist er der dritte BTS-Member, der beim Rauchen erwischt oder gefilmt wurde. Man hat Fotos von BTS V gesehen, wo er raucht, jetzt Jungkook und man sieht, wie Suga in seinem Musikvideo eine Zigarette anmacht. Ob die jetzt fake war oder nicht, weiß ich nicht. Und hierbei sind Hater so weit gegangen, dass sie JK beschuldigt haben, gegen geltende Gesetze zu verstoßen und meinten, dass es irgendwie in dem Bezirk oder in dem Bundesland oder wie auch immer es verboten sei, auf dem Bürgersteig zu rauchen. Das war aber nicht der Fall, er hat gegen kein Gesetz verstoßen. Natürlich hat JK einen Einfluss auf Menschen. Ich meine, er heißt nicht umsonst Sold Out King. In diesem Bezug werde ich auch erwähnen, dass er in seinem Livestream eine Vape gezeigt hatte, also eine E-Zigarette und diese daraufhin ausverkauft war.
Daher kann man nicht abstreiten, dass er einen gewissen Einfluss auf Menschen hat und vielleicht auch auf Jugendliche hat. Aber ich finde das immer so schwierig, andere Menschen für sein eigenes Verhalten verantwortlich zu machen. Also ich rede jetzt nicht über Kinder oder Jugendliche, die nehme ich jetzt mal raus, sondern über ganz normale, von mir aus auch ab 16-jährige Menschen, die jetzt anfangen zu rauchen, nur weil JK raucht. Also wenn jetzt jemand anfängt zu rauchen oder jeden Tag zu trinken, weil er denkt, dass JK das tut, dann ist dieser Person nicht mehr zu helfen, beziehungsweise dann braucht diese Person dringend Hilfe. Meiner Meinung nach trifft man solche Entscheidungen selbstständig und kann deswegen niemand anderen zur Verantwortung ziehen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, das zu machen, dann wäre es meine Entscheidung und ich trage die Verantwortung für alle Folgen. Abgesehen davon haben wir nicht das Recht, über andere Menschen zu urteilen. Wenn es ihm hilft, vor allem bei seinem stressigen Schedule irgendwie ein bisschen zu entspannen, dann sei es so. Ich habe nicht das Recht, darüber zu urteilen, wie andere Menschen mit ihrem Leben oder Körper umgehen. Und das mit dem Songtext bzw. der TikTokerin, come on! Also vielleicht hat man auf seiner For You-Page Videos von den Debützeiten, ne, von vor 5 Jahren teilweise und deswegen ist man irgendwie noch in diesem wie auch immer man das nennen soll, in dieser Zeitverwirrung, aber JK ist ein 97er Baujahr. Das sind alles Männer und von daher, wenn er ein Lied schreibt über Sex, dann heißt das nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, dann heißt das nicht, dass er sich verändert hat, sondern einfach nur, dass er halt älter geworden ist mit der Zeit. Ich meine, er hat auch selbst in Livestreams thematisiert, dass es für ihn schwer ist, aus diesem Magne-Image rauszukommen und ich finde, dann sollten es seine eigentlichen Fans ihm nicht noch schwieriger machen. Wisst ihr, wie ich meine? Mich interessiert wie immer eure Meinung. Findet ihr, dass JK ein schlechter Mensch geworden ist und sich zu sehr verändert hat? Oder sagt ihr, Hater, back off, Hashtag We Stand With JK, dasselbe, was wir bei Joshua auch hatten, habe ich ein paar Mal in den Kommentaren gesehen. Deswegen, falls ihr sagt, die Hater sollen mal chillen und nicht die ganze Zeit Morddrohungen an ihn schicken, dann schreibt doch gerne in die Kommentare Hashtag We Stand With JK oder Jungkook und schreibt mir ansonsten einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von den ganzen Skandalen bzw. Vorwürfen gegen ihn? Und falls ihr mitentscheiden wollt, was auf diesem Kanal hier passiert, dann geht rüber auf Instagram und abonniert dort. Da lade ich nämlich öfters meine Story hoch und frage euch, welche Themen euch so interessieren. Und falls ihr bei Livestreams mit dabei sein wollt oder mich tanzen sehen wollt, dann geht auf TikTok, weil da lade ich öfters mal Tanzvideos hoch. Das war's auch schon für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. You're up around me and you get me alive. And that's why night after night I'll be fucking you right.